Hallo, schön, dass ihr wieder zuschaut. Heute stelle ich euch einen Manga vor, bei dem ich den Anime vor ein paar Monaten gesehen habe und den ich dann so geil fand, dass ich gesagt habe, ich brauche die Mangas dazu. Und zwar geht es heute um Blue Exorcist. Und ich kann euch sagen, der Manga, der war sogar noch ein bisschen besser als der Anime. Gar nicht, weil sich die Story irgendwie großartig unterscheidet, sondern weil die Story kommt schneller voran als beim Anime. Wir kennen das ja beim Anime, unsere Lieblingsfolgen sind die Filler-Folgen und die gibt es einfach auch da. Da wird das immer so ein bisschen mit so ein paar Zusatzstories ausgeschmückt und das macht den Anime ein bisschen lang. Und deshalb fand ich den Manga wesentlich besser. Der Manga ist noch nicht abgeschlossen, also wird noch weiter produziert und bisher gibt es, glaube ich, 23 Bände davon. Ich habe die natürlich jetzt nicht alle hier, ich habe nur die ersten paar Bände, das heißt, ich kann halt auch nur für die ersten paar Bände sprechen. Grundsätzlich geht es in der Story um so Dämonen, Satan, Unterwelt und da stehe ich halt wirklich total drauf. Ich dachte auch am Anfang eigentlich, dass es total die düstere, ernste Story ist, aber die ist wirklich lustig und dabei nicht so total übertrieben, so klamaukig, sondern die ist einfach in richtigen Teilen ernst und gleichzeitig halt auch wieder witzig. Grundsätzlich geht es in der Story um Rin Okumura, das ist er hier auf dem Cover. Rin wohnt zusammen mit seinem Bruder Yukio bei Exorzisten. Der wächst da auf und ist so ein bisschen der Versager. Also der kriegt irgendwie nicht so wirklich was auf die Reihe. Er prügelt sich total gern, hat aber eigentlich so sein Herz wirklich am rechten Fleck und schaut auch total zu seinem Bruder Yukio auf, weil der ist so ein bisschen so der Erwachsene von beiden. Der ist immer sehr ernst und ja, sehr vorsichtig bei allem, was er tut. Und jetzt großer Spoiler, aber das erfährt man relativ am Anfang der Geschichte. Rin ist in Wirklichkeit der Sohn Satans. Das erfährt er, wie gesagt, relativ früh und erfährt das vor allem dadurch, weil um ihn irgendwie plötzlich so blaue Flammen auftauchen. Und blaue Flammen sind in der Story immer das Zeichen Satans. Also nur, ich sag mal, reinrassige Dämonen, die direkt von Satan abstammen, haben eben diese blauen Flammen. Er ist so am Anfang so ein bisschen verwirrt, weil er glaubt auch nicht so wirklich an Dämonen, fängt aber plötzlich an, die auch zu sehen. Also quasi die Flammen, das war der ausschlaggebende Punkt, dass er plötzlich anfängt, Dämonen zu sehen. Das Jahr wirft ihn so ein bisschen natürlich aus der Bahn, weil ich meine, er ist bei Exorzisten aufgewachsen und jetzt soll er selber der Sohn Satans sein. Irgendwie, das versteht er alles nicht. Und dann passiert eigentlich alles relativ schnell. Dann gibt es einen Vorfall, der ihn dazu zwingt, von zu Hause auszuziehen. Also er muss weg von diesen Exorzisten. Und er entscheidet dann, ich möchte Satan besiegen, ich hasse Satan und ich will Exorzist werden. So, und dann geht die Geschichte eigentlich richtig los. Dann kommt Rin nämlich zusammen mit Yukio auf die Exorzistenschule. Und ja, erfährt dann da, dass sein Bruder Yukio sein Lehrer sein wird. Und da fängt eigentlich auch schon die lustige Story an, weil das total witzig ist, Rin so ein bisschen dabei zu begleiten, wie er Exorzist wird oder wie er versucht, Exorzist zu werden. Gerade weil Rin einfach ein totaler Versager ist und in der Schule nicht aufpasst und sich dann da irgendwie als Exorzist behaupten will. Gleichzeitig aber natürlich seine blauen Flammen verstecken muss, weil es vielleicht nicht so geil, wenn man als Sohn Satans auf der Exorzistenschule auffliegt. Vielleicht. Und aus dem Grund, ja, ist einfach die Story an sich total lustig, aber sie geht auch super spannend weiter. Man lernt da so ein bisschen immer mehr Dämonen kennen, immer mehr über die ganzen Hintergründe kennen. Das macht einfach total Spaß. Ja, das ist jetzt so die Grundstory. Das alles passiert schon im ersten Manga und die Geschichte nimmt halt einfach super schnell Fahrt auf und bleibt total spannend. So generell würde ich dem Manga auf jeden Fall 8 von 10 Herzchen geben, weil der total spannend ist und eben so genau die richtige Ausgewogenheit hat zwischen Spannung und witzig. Die Charaktere sind total super designt aus meiner Sicht. Die sind sehr unterschiedlich und
gerade so in der Klasse, in der Rin dann ist, die ganzen Klassenkameraden, die sind alle so total speziell und jeder hat so seinen eigenen Charakter und das macht einfach Spaß, immer mehr über die herauszufinden. So. Der Zeichenstil gefällt mir außerdem richtig gut. Also ich zeige euch das hier auch nochmal, hier so ein paar Seiten. Mir gefällt einfach, wie klar das gezeichnet ist. Mir gefällt vor allem auch der Hauptcharakterin gefällt mir total gut, wie der gelungen ist. Also man sieht richtig, dass er total frech ist vom ersten Moment an. Es kommen da auch viele verschiedene Waffen vor in dem Manga und auch die, finde ich, sind einfach total cool und super gezeichnet. Die Linienführung ist nicht so super klinisch gerade, sondern alles irgendwie so ein bisschen schwungvoll und das finde ich einfach richtig schön. Was mir nicht so gut gefällt, dass manche Action-Szenen im Manga total klein sind. Also man erkennt nicht unbedingt, was jetzt gerade abgeht und ist dann schon im nächsten Bildframe und denkt sich so, wieso ist der da jetzt? Das sieht man doch da gar nicht und so. Also manchmal hätten es da noch ein paar mehr Frames dazwischen getan oder aber einfach ein größeres Bild für die Szene. Was ich auch schade finde, ist, dass leider die Story nicht ganz so zu Ende erzählt wird. Also eigentlich könnte man aus der Grundgeschichte viel mehr machen, als letztendlich draus gemacht wird. Ich hoffe, dass es sich vielleicht einfach in den zukünftigen Folgenbänden noch so ein bisschen mehr entwickelt, aber bisher ist es einfach noch nicht ganz ausgeschöpft. Ich hätte da einfach gerne mehr darüber erfahren, über diese ganze Welt, in der die leben und wie so diese ganzen Zusammenhänge sind. Ansonsten, wie gesagt, der Manga ist total witzig und gleichzeitig echt spannend und es ist genau die richtige Ausgewogenheit zwischen spannender, ernsten Story und witzigen Charakteren, die halt auch so miteinander total gut interagieren. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm, Nee, eigentlich wollte ich nichts mehr sagen. Also, wie gesagt, ist ein total cooler Manga, macht Spaß, den zu lesen und ist vor allem für Leute, die auch auf diese ganzen Dämonen, Unterwelt-Sachen stehen, auch total cool, weil das auch mal, der spielt auch so ein bisschen mit diesen Klischees, die man so hat, aber gleichzeitig hat man da auch so ein paar neue Elemente, über die man auch noch nie nachgedacht hat und die es so noch nicht gab. Deshalb lest euch den Manga gerne durch und schreibt mir auch gerne, falls ihr den schon gelesen habt oder falls ihr den Anime schon geschaut habt, wie euch der gefallen hat in die Kommentare. Das würde mich echt voll interessieren. Und ja, dann wünsche ich euch eigentlich viel Spaß beim Lesen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Matane!